Servus Leute, wir sind hier auf der SHOTSHOW 2024 auf dem Stand von Geissele und haben hier zwei extrem coole Gewehre. Und zwar geht es hier um das Geissele MRGG Midrange Gas Gun. Das ist das neue Scharfschützengewehr der US SOCOM für halbautomatische Waffen. Und Jason von Geissele wird mit uns das Ganze anschauen und die Features dieser Gewehre genauer erklären. So Jason, thanks for having us here. Good to see you. You have a very beautiful gun in the hand. Thank you very much. Tell us more about it. So the mid-range gas gun, this is going to be chambered in 6.5 Creedmoor as well as 308. Okay. So again, we won the contract earlier last year with SOCOM. We're very happy about that, and we'll be getting this out to our commercial market as soon as possible. Okay. Essentially, we wanted the gun to be very reliable and very accurate. Yeah. Once we got that tuned in, we wanted to make sure that it's very soft shooting. The key to that is our gas system. It has what we call a phased array gas system. So instead of just one gas port, there are multiple gas ports that are smoothing out that recoil impulse to allow the shooter to stay in the glass, spot their shots, and then make corrections in real time. Okay, so multiple gas ports below the gas Yep, plug. it's a fixed gas system, but instead of just one gas port, there's multiple ones. They're tapping that off in succession. Wow, okay, also grundsätzlich war die Waffe eben für diese SOCOM-Ausschreibung gedacht gewesen als halbautomatisches Präzisionsgewehr, 6.5 Creedmoor beziehungsweise auch 308 und bei Ihnen war halt wichtig, dass Sie ein sehr präzises und zuverlässiges System auf den Markt bringen und er hat mir jetzt gerade erklärt, dass das auch erreicht wurde, weil die ein spezielles Gassystem verwenden, hier bei dieser MRGG und anstatt eines einzelnen Gaslochs hat man unter dem Gasblock mehrere Gaslöcher, die auch gleichzeitig diesen Rückstoß ablindern. Also super interessant, habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen bei einer AR. Und sicher nicht das einzige coole Feature dieser Waffe. So, what else do we have here? So with this, we have a fully ambidextrous system. So if I'm right-handed, Yeah. I can use the gas port, which is reinforced with steel. This essentially is my bolt catch and my bolt to set the bolt forward. So I can press down on the dust cover, rack the bolt to the rear, and then use this button here to send the bolt forward. So if you're in a shooting position, very easy to work those controls. On the other side here, we do have an ambidextrous magazine release as well. Yeah. And then charging handle and safety selector are ambidextrous as well for each side. Okay. Also beidseitige Bedienung ist ja auch ganz wichtig gewesen. Wir haben hier auch ganz klar keinen beidseitigen Magazinauslöseknopf, Verschlussfanghebel auch hier beidseitig, Sicherung beidseitig, Durchladehebel beidseitig und was super cool ist hier, dieses Feature, man hat hier einen verstärkten Dustcover, also die Staubschutzklappe ist hier gefräst und man hat hier so eine Verstärkung. Man kann mehr oder weniger das Dustcover verwenden, um den Verschluss zu halten. Also wenn ich es jetzt bei der Waffe hier zeigen kann ich mehr oder weniger den nach hinten ziehen und ich drücke auf mein Dustcover und halte dadurch den Verschluss. Also auch super cool. Das ist eigentlich hier so natürlich auch zu bedienen, aber wenn man jetzt in der Position ist und das Ganze so fixieren möchte, geht das, indem man einfach hier aufs Dustcover draufdrückt. Auch super cool gelöst, finde ich mega innovativ und man kann hier auch natürlich den Verschluss vorlassen mit dem Knopf hier. Also hier zum Öffnen und Schließen mit dem Knopf. Ja. Man merkt auch, die Waffe ist mega schön verarbeitet, also gewaltig. So I really like the finish, it's awesome. Yes. Yeah. One more thing you'll note is that we reinforced the cam race with steel. So it's a riveted in steel cam race, so that's going to have steel and steel contact for the cam pin, so it's going to prevent premature wear that could cause tolerance deviation and affect accuracy, and it also adds more stability, rigidity to the upper receiver. Okay, wow. So it means that the internal part where the So that the cam pin, as it's rotating and coming back as the bolt's moving rearward, Okay. instead of the steel cam pin riding and making contact with the aluminum receiver, it's now reinforced with steel at that point. also very cool. Yeah. Do we have a look inside and see how it looks like? So can't really break the gun apart for you, but you should be able to. Okay, yeah, wow. Interesting. Very right? cool. It also has a continuous Picatinny rail, so the way the upper receiver and the rail mate, you don't lose any Picatinny rail sections Okay. there. So that Okay. was one of the requirements for the contract. Oh, wow, okay. Yep. So again, we're seeing very good accuracy results, even to much higher round counts than is typically experienced with 6.5 Creedmoor. Wow. So a lot of good testing, both in the field and on our range. So we're very excited to get it to the contract as well as to the market as soon as possible. Very interesting, very Yeah. innovative. So, auch noch eine Sache, die mir jetzt hier erklärt hat. Hier ist das Upper Receiver Gehäuse mit diesen Punkten verstärkt und man hat im Bereich des Verschlusskopfes ja den Cam-Pin, also mehr oder weniger, wie soll ich das beschreiben, diesen Pin, der den Verschlusskopf öffnet über diese eingefräste Steuerkurve. Und damit dieser Cam-Pin nicht im Aluminiumgehäuse das Ganze ein bisschen mehr oder weniger ausarbeitet durch viele Benutzung, hat man hier das Ganze mit Stahl verstärkt, das Gehäuse innen, und der Cam-Pin fährt jetzt auf Stahl, also das Stahl auf Stahl, und dadurch ist das natürlich auch nochmal für die Präzision besser, es ist steifer gemacht worden,
es fügt dem Ganzen noch einmal ein bisschen mehr Langlebigkeit hinzu. Was er auch noch angesprochen hat, hier die Picatinny-Schiene oben, die ist da, wo der Handguard ins Upper Receiver Gehäuse übergeht, so gemacht, dass das quasi eine Picatinny-Sektion weiterhin bildet. Also es werden keine Picatinny-Rails verloren gehen, also keine Slots. Wenn ihr ein AR-15 schon mal gesehen habt, ihr habt oft beim Upper und beim Handguard einen Übergang, wo dann so ein dickerer Rail-Teil ist, wo da halt dadurch eine Rail verloren geht, also ein Segment. Das haben wir hier nicht. Also das ist auch da ganz schön gelöst worden. Man muss auch sagen, verarbeitungsmäßig ist das Ding gewaltig. Also ich habe eigentlich gar nicht so ein AR in der Art gesehen, das so hochwertig verarbeitet ist wie dieses Geissele MRGG. Es ist gewaltig. Beschichtung ist mega gut, dann auch das ganze Gehäuse, ich kann es gar nicht oft genug sagen, es ist wirklich gewaltig. Very, very nice. Yes, absolutely. We're very, again, excited to get it out there. Yeah. And if your viewers are interested, they can also check out our GFR, Geissele Freedom Rifle, which is essentially this scaled down to an AR-15 platform, chambered in 6mm arc. Very awesome cartridge that's been out since about 2020. Okay, wow. So yeah, something to check out there. Very nice. So that gun is in 20-inch? Yeah, 20-inch, and then that should be a 16-inch. We're gonna have a couple different options, but yeah, I would say this is already posted on our website in at least one version, so they can get some more specs on the website and get some more information. So when is that going to be? Yeah, so we're very excited to have gotten that contract, so we are just making sure we're fulfilling that first, and then we're going to get this out to the market as soon as it makes sense for us. We just want to make sure we have the logistics in place to support that, so when we throw it out there, we can support our customers. Yeah, so I would anticipate this year. Okay. So Jason, thank you for having us here. Ja. Das Gewehr grundsätzlich wird dann auf den kommerziellen Markt kommen, wenn dieser SOCOM-Auftrag abgearbeitet ist und den Geissele dann die Kapazitäten dafür geschafft hat, das Gewehr wirklich für den Zivilmarkt anzubieten. Er hat auch gesagt, dass es das gleiche System auch gibt im Kaliber 6mm ARC. Das ist auch ein neues Kaliber im AR-Bereich, was halt sehr leistungsstark ist. Und das Coole ist bei 6 ARC, dass die Waffe grundsätzlich kleiner werden kann. Also man ist dann schon im Bereich AR-15. Das ist jetzt ein AR-10. AR-15 ist halt nochmal ein bisschen kleiner, handlicher, aber 6mm ARC schießt halt auch wirklich bis 800 Meter. Und das ist konstant gut. Also es gibt auch Geissele GFR heißt das. Und das gibt schon. Das MRGG ist jetzt noch eben für die SOCOM-Ausschreibung in Produktion. Da kann man dann gespannt sein, wann das dann auch für den kommerziellen Markt rauskommt. Waffe hier sind 20 Zoll. Es gibt die MRGG-S als Sniper-Variante und die MRGG-A Assaulter-Version. Und die gibt es auch in 14,5 Zoll als 6.3 oder hier in dem Fall 16 Zoll 308. Unglaublich cool, ich würde es am liebsten gleich mitnehmen. Und ja, wollte ich das einfach mal zeigen. Dieses neue Scharfschützensystem ist jetzt bei der US SOCOM das System, was gewonnen hat. Und ja, wahrscheinlich so im Bereich der halbautomatischen 308er oder AR-10 Systeme so Benchmark schlechthin. Also wirklich, wirklich cool. Ja, ich verabschiede mich hier von dem Geissele-Stand und wir sehen uns dann auf anderen Videos noch. Wie gesagt, das am liebsten eher mitnehmen, aber ja, vielleicht. Aber hier für euch nochmal.